Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute haben wir wieder einen Fall, den wir euch vorstellen, den jeden BMW-Fahrer betreffen wird. Das heißt, ein Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung. In dem Fall ist das Problem noch nicht da, oder noch nicht sichtbar, aber das Problem ist schon da. Der Kunde hat das Fahrzeug jetzt erst gekauft und möchte den natürlich ein bisschen länger fahren. Und wir haben das Fahrzeug diagnostiziert und wir sehen, wir haben hier schon ein Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung. Das Problem wird irgendwann eintreten. Natürlich, wie es so häufig ist, dann, wenn der Kunde das am wenigsten benötigt und das Fahrzeug am meisten benötigt, kommt das Problem. Was ist überhaupt das Problem der elektrischen Lenkradverriegelung? Das ist ein Problem, was leider sehr, sehr viel Geld kostet und besteht aus vielen Komponenten. In dem Video werden wir euch erklären, wie man das Problem löst, wie teuer so eine Lösung bei BMW ist und welche Lösung es halt gibt. Generell ist das halt so, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen, wie dieser Kunde, haben wir auch die Möglichkeit, auch aus der Ferne das Fahrzeug zum Beispiel zu prüfen, zu diagnostizieren. Interessant ist es, wenn ihr zum Beispiel vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen. Ihr braucht nur einen Laptop mit Internet und Windows. Internet bekommt ihr als Hotspots vom Handy. Ein Windows-Laptop hat meistens jeder. Wir schicken euch so ein Kabel zu und wir können aus der Ferne das Fahrzeug komplett prüfen. Die einzelnen Komponenten des Motors, Getriebes. Ihr bekommt alles per WhatsApp zugeschickt, Bilder mit Sprachnachrichten, was das bedeutet. Und wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, habt ihr gleich eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer. Wenn ihr ein Fahrzeug habt und das länger behalten wollt, dann können wir dadurch auch sehen, oder ihr könnt sehen, ob irgendwo Handlungsbedarf besteht, ob ich den lieber schnell verkaufen soll, bevor mir sehr, sehr viel Geld kostet, oder ob es Kleinigkeiten gibt, die man reparieren kann, damit das Fahrzeug eigentlich möglichst lange hält. Natürlich können wir über so eine Fernwartung auch Updates durchführen und bestimmte Kodierungen und auch gebrauchte Steuergitter anpassen. Das Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung ist leider sehr, sehr komplex. Deswegen kostet das Problem auch bei BMW, um es zu lösen, 3.000 bis 3.500 Euro, je nach Modell und Fahrzeug. Nur das Problem ist, die 3.500 Euro, die ihr bezahlt, halten nur für ein Jahr, weil ihr habt nur ein Jahr Garantie. Und das Problem wird irgendwann wiederkommen. Denn die elektrische Lenkradverriegelung besteht aus 3 Komponenten. Wir haben einmal die elektrische Lenkradverriegelung, die ist in der Lenksäule. Wir haben einmal die Wegfahrsperre und wir haben einmal das Motorsteuergerät. Diese 3 Komponenten beinhalten die elektrische Lenkradverriegelung. Früher hat BMW alle 3 Komponenten gleich getauscht und da war das Problem mindestens für ein Jahr weg. Mittlerweile tauschen die erstmal die Lenksäule für 1.500, dann tauschen sie irgendwann die Wegfahrsperre für 1.000 und irgendwann das Motorsteuergerät und man landet so oder so bei dem gleichen Preis wie früher. Ne? Nur der Kunde ist schon gefangen, hat schon Geld bezahlt und dann zahlt man so oder so weiter. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Eine Möglichkeit ist, dass man das Fahrzeug so modifiziert wie die heutigen Fahrzeuge, die keine elektrische Lenkradverriegelung mehr haben, denn das System hat sich nicht bewährt. Auch Fahrzeuge im Luxussegment des gleichen Baujahres wie das Auto hatte auch keine elektrische Lenkradverriegelung. 7er BMW, X5, X6 gab es nicht. Ne? Aber normale Fahrzeuge, 3er BMW, 5er BMW, X1, Z4, 6er, die haben alle eine elektrische Lenkradverriegelung und die macht früher oder später Probleme. Wie bei diesem Kunden zum Beispiel. Es funktioniert zwar alles, aber der Fehler ist schon da. Das wird sehr, sehr bald kommen. Für Kunden wie den hier gibt es auch eine Möglichkeit, das präventiv zu lösen. Das heißt, präventiv das Problem zu beseitigen, damit es gar nicht erst final auftritt. Wenn man das präventiv löst, dann kostet es die Hälfte. Wenn man das Problem natürlich schon hat, dann ist das Kind im Brunnen gefallen, dann muss man keine 3.000 Euro bei BMW bezahlen, sondern wir haben auch eine Lösung, eine vernünftige Lösung. Das heißt, dass wir das Ganze so modifizieren, dass die elektrische Lenkradverriegelung nicht mehr existent ist, wie bei den heutigen Fahrzeugen, und dann ist das Problem für immer gelöst. Wenn ihr noch kein Problem habt oder die Lenksäule noch nicht verriegelt ist, zumindest das heißt, die Lampe leuchtet, aber die elektrische Lenkradverriegelung ist noch frei oder lässt sich frei machen, dann brauchen wir von euch nur das Motorsteuergerät, sitzt im Motorraum Beifahrerseite, die Wegfahrsperre sitzt im Fußraum Fahrerseite und einen Schlüssel. Dann können wir das alles modifizieren, ihr bekommt das alles zugeschickt, baut ein, Thema ist für immer erledigt. Habt ihr eine elektrische Lenkradverriegelung, die verriegelt ist, dann müsst ihr uns leider die Lenksäule ausbauen. Ist auch nicht so wild, es sind 5 Schrauben, 1, 2, 3, 4, 5. Das war's. Dann müsst ihr uns die Lenksäule, Wegfahrsperre, Schlüssel, Motorsteuergerät zuschicken und wir können das modifizieren. Natürlich können wir das modifizieren oder auch instand setzen, dass die elektrische Lenkradverriegelung auch funktioniert. Kein Thema. Kostet dasselbe. Nur, ihr habt ein Jahr Garantie. Und das Problem wird kommen.
so oder so. Genauso wird es kommen wie bei BMW, wenn ihr 3.000 € bezahlt habt. Wird es auch kommen. Deswegen empfehlen wir natürlich die Lösung, die nachhaltig ist und für immer erledigt. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, was ihr gerne behalten möchtet oder ihr einfach nicht sehr viel Geld bezahlen wollt für die Instandsetzung, ist es sinnvoll, das Fahrzeug vorher zu prüfen. So wie der Kunde, der ist zwar hierher gekommen, aber wenn ihr nicht herkommen könnt, können wir das über das Kabel auch aus der Ferne. Dann können wir von vornherein sagen, das und das erwartet euch, die und die Kosten, damit müsst ihr rechnen oder das und das Problem habt ihr. Dann könnt ihr bei euch in der Nähe jemanden finden, suchen, der euch das Problem löst, bevor es sehr teuer wird. Nicht nur so ein Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung, sondern viele andere Probleme, die dann meistens erst zu tragen kommen, wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid oder nicht zu Hause und dann schattet das Auto zum Beispiel nicht mehr. Dann ist das natürlich dieser ganze Ärger, den braucht kein Mensch. Bezahlen müsst ihr da so oder so. Lieber man macht das präventiv, dann ist das Thema erledigt und man spart seine Nerven. Teilt gerne das Video, damit auch andere BMW-Fahrer wissen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Probleme und es gibt auch Lösungen für die Probleme, die auch bezahlbar sind und die auch wirklich was bringen. Hinterlasst gerne ein Abo auf dem Kanal, damit auch mehr Leute den Kanal finden. Liked das Video, kommentiert, wenn ihr irgendwelche Probleme hattet, Erfahrungen, damit auch alle anderen davon profitieren. Und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank.